Ein sonniger Tag und heute geht es wieder seit einiger Zeit zu einem meiner Lieblingsorte, Yokohama. Und zwar geht es zur Gundam Factory, wobei noch nicht direkt. Wir machen heute nämlich einen kleinen Umweg. Ich treffe mich zu dem einzigartigen Mecha-Ereignis heute mit der Sabrina und Emi-chan. Wir haben 2 Tickets in petto, die normalen für 1600 Yen und die Tower-Tickets für 3300 Yen, mit denen man den Gundam noch näher sehen kann. Getroffen haben wir uns an der Yokohama Station und danach ging es direkt zur Anlegestelle des Sea-Bus. Man kann nämlich ganz einfach mit dem Boot rüber in die andere Ecke fahren. Es gibt 2 Wege. Einer mit mehreren Stopps, der 30 Minuten dauert, und ein anderer direkter, der nur 10 Minuten für 700 Yen in Anspruch nimmt und man an den anderen Stopps quasi vorbeifährt. Wir haben uns für Zweiteres entschieden. Und es war herrlich. Mann, so ein tolles Wetter und so eine tolle Aussicht. Die Gundam Factory ist seit Dezember 2020 geöffnet und befindet sich am Yamashita Pier. Es war in der Anfangszeit schier unmöglich, an Tickets zu kommen. Mittlerweile ist dies aber kein Problem mehr. Der Ansturm scheint sich irgendwie gelegt zu haben. Wir haben zu den Tickets noch ein kleines Gundam Model Kit bekommen. Boah, da steht er. Wenn man die Factory betritt, erwartet einen direkt das Dock. Und es ging auch schon direkt los. Der Hammer, oder? Bis wir zum Tower hoch konnten, hatten wir noch etwas Zeit und haben die Factory etwas genauer unter die Lupe genommen. Man findet dort zum Beispiel einen großen Gundam-Shop, der alles hat, was das Gundam-Herz begehrt. Wobei ich ja immer noch nach dem Date Masamune Gundam suche und einfach nicht fündig werde.
Des Weiteren befindet sich gleich daneben das Gundam Lab. In dem genau beschrieben wird, wie der Gundam sich bewegt, und der ganze Bauprozess wird in Videoclips dargestellt. Außerdem gibt es zusätzlich eine VR-Ecke. Und man kann durch die Kameras schauen, die an den Schultern des Gundam angebracht sind. ここはガンダムファクトリー横浜。これからソフトバンク 5G の最新性能を体験していただきます。私は最新型の AI、モビルスーツエンジニアたちの開発データをもとに構成されています。エンジニアの視点を体験するためにフットセンサープレートの上でウォーキングを始めてください。奥にガンダムが見えますか？ここまで登ってガンダムの腰の高さです。ガンダムの全高は18メートルです。セイバーフィッシュ近すぎるぞ。聞こえますか？通信性が悪いなら 5G に切り替えて。 5G に切り替えた。ようこそ G ロックへ。いよいよガンダムの起動テストですね。グッドラック。それでは近づいてみましょう。バルカン砲が見えますか？実弾は装填されていないので安心してください。ガンダムのセンサーも動き出したようですね。このフロアからコックピットへとアクセスできます。もう少しです。そう、そこをまっすぐ。そう、左だ。この先にコックピットハッチが見えます。カメラが内部カメラへと切り替わります。ようこそガンダムのコックピットへ。メインカメラのレンジをコントロールしましょう。通信速度も問題ありませんね。こちらセイバーフィッシュ。会場に謎のモビルスーツを発見。警戒せよ。謎の機体が接近しています。ミノフスキー粒子の濃度が上昇中。規定値をオーバー。Dann war Essenszeit. In der zweiten Etage gab es, wie nicht anders zu erwarten, ein Gundam-Café. Dann ging es hoch auf den Tower und man konnte den Gundam ganz aus der Nähe betrachten. Das war der Wahnsinn. Man musste allerdings immer wieder den Platz wechseln, damit jeder die Gelegenheit hatte, den riesigen, beweglichen Mecha zu bewundern und auch mal von vorne zu betrachten.
Schluss für heute. Das war ein aufregender Tag. Es war wirklich unglaublich, den Gundam endlich mal live zu sehen. Ich kann einen Besuch auf jeden Fall empfehlen, sobald es wieder möglich ist, nach Japan zu reisen. Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen. Es gibt auch Tickets am Abend und da muss der Gundam sicher auch total imposant aussehen mit all den Lichtern und dem Nebel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!